Dressed, 7 Frauen, 200 Jahre Mode. Eine Ausstellung, in der es nicht nur um 200 Jahre Modegeschichte geht, sondern auch um die Frauen, die sich selber getragen haben, und damit eine Ausstellung, die uns auch selbst mit der Frage konfrontiert, was ziehe ich jeden Tag an, wie gehe ich aus dem Haus, wie trete ich auf, und in dieser Spannung und auch sozusagen ästhetischen Spannung liegt der Reiz dieser Ausstellung. Elise Frenkel durchlebte und erlebte fast das gesamte 19. Jahrhundert. Ihr Brautkleid von 1826 ist das einzige erhaltene Kleid aus diesem Konvolut, das sonst nur aus sehr, sehr vielen zarten Accessoires besteht. Kaschmirschal, Schirmchen, Handschuhe, ganz viele Spitzenkragen und weiterer Ausputz für die Garderobe. Trotz aller Suche und Recherche konnten wir weder ein Porträt, ein gemaltes, noch ein Foto von Elise Frenkel entdecken. Auch deshalb kann man in der Ausstellung digital durch einige Modezeitschriften des 19. Jahrhunderts blättern, in denen teilweise genau dieselben Kleidertypen und Accessoires zu sehen sind, die wir in der Ausstellung zeigen können. Und zwar, wie auch heute noch üblich, an stark idealisierten Frauenkörpern. Die Sammlung Edith von Malzahn umfasst eine Zeitspanne von mehr als 50 Jahren. Das ermöglicht uns nicht nur einen Einblick in den Silhouettenwechsel von der Jahrhundertwende um 1900 bis in die 1950er Jahre. Wir können auch vielen Ereignissen in ihrem Leben nachspüren. So zeigen zum Beispiel die Ballkleider den Eintritt ins Erwachsenenalter, ins heiratsfähige Alter, und später die Kleider der 20er Jahre, sie in ihrer Funktion als Botschaftergattin. Die Kleidung von Erika Holst gab den Anlass zu dieser Ausstellung Dressed. Der Blick in diese Garderobe ist der Blick in eine Art Zeitkapsel, ganz besonders auch deswegen, weil sie nicht nur Kleidung für besondere Anlässe enthält, sondern auch Alltagskleidung. Zusammen mit Fotos und Hörbeispielen aus privaten Briefen vermittelt diese Position einen Einblick in das durchaus schwierige Leben einer jungen Frau in den 1930er und 40er Jahren. Elke Dröscher eröffnet bereits Ende der 1960er Jahre eine Galerie für Gegenwartskunst in Hamburg, und einige Jahre später kommt dann noch ihr Puppenmuseum dazu als weiteres Standbein. In der Mode von Yves Saint Laurent fühlt sie sich viele Jahre lang modern, elegant und auch praktisch für alle Situationen und alle Aufgaben, vielfältigen Aufgaben ihres Lebens gekleidet und gerüstet. Erst in den 80er Jahren verliert der französische Designer seinen Zauber für sie. Und 1996 gibt sie ihre wirklich sehr umfangreiche Saint Laurent Rive Gauche Garderobe hier ins Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Ein Zufall bringt Ines Ortner, gebürtige Hamburgerin, wieder zurück ans Museum für Kunst und Gewerbe, nachdem sie eigentlich nach Kanada ausgewandert war. Ein Glücksfall für uns, weil mit ihr ihre selbstgebauten anarchischen Kleidobjekte ihren Weg ans Museum finden. Das ist wirklich ein Glücksfund für uns, weil es eine Subkultur abbildet, die sonst ihren Weg selten in ein Museum schafft. Sie inszeniert ihre Kleidung mit einem gewissen Hang zur Provokation. Ihre Subversion hat Methode, und das findet in diesen Objekten Ausdruck. Für Angelika Blechschmidt war Mode nicht nur Mittel der Selbstgestaltung, sondern vor allen Dingen ihr Beruf. Sie war von 1989 bis 2002 die ausgesprochen erfolgreiche Chefredakteurin der Deutschen Vogue. Für diese Tätigkeit legte sie sich eine Art professioneller Uniform, eine Art Modepersona zu,
die vor allem in kleinen schwarzen Cocktailkleidern bestand in Verbindung mit großformatigem Modeschmuck und ihrer legendären Löwenmähne. Angelika Blechschmidts Spezialität war unter anderem die Backstage-Fotografie. Sie lichtete hinter den großen Modeschauen Promis, Models und Modedesigner ab, und eine kleine Auswahl dieser Fotos bildet den Hintergrund für ihre Garderobe, die wir hier sehen. Anne Lühn trägt mit Vorliebe schwarz, aber nicht nur. Hier in der Ausstellung sehen wir Entwürfe von Rei Kawakubo, Yoshio Yamamoto, Martha Margiela und Romeo Gigli, um nur einige zu nennen. Die Entwürfe haben eine hohe ästhetische Qualität, bedienen aber in der Regel nicht das traditionelle, eher körperorientierte Frauenbild, sondern sind häufig asymmetrisch und auch weitere Hüllen. Für die Bespielung dieser 8. Bühne haben wir Gruppen und Kollektive, KünstlerInnen und Autorinnen aus und rund um Hamburg eingeladen, nochmal ihre Perspektiven auf ihre Garderobe und Mode zu werfen und mit uns zu teilen. Den Auftakt dieser 8. Bühne bildet das Projekt Fresh Fashion, ein Projekt angeleitet von der Fotografin Lena Jürgensen und der Künstlerin Lara Dahlmann, die bereits im Sommer 2021 zusammen mit Jugendlichen einen Workshop gestaltet haben zum Thema Fresh Fashion und darin in dem Medium Papiermode eigene neue Entwürfe entwickelt haben und diese dann auch in einem Fotoshooting selbst inszeniert haben. Die Jugendlichen von dem Projekt kamen über den Kontext von Vagabund, ein Projekt des Trägers Basis und Vogue hier in Hamburg, ein Projekt, das sich an der Schnittstelle zwischen sozialer Arbeit und Fashion versteht und Jugendlichen eine erste berufliche Orientierung im Bereich Design und Mode bietet. Auf unserer 8. Bühne möchten wir auch Sie und euch alle dazu einladen, an der Ausstellung teilzunehmen. Wir suchen Antworten auf die Frage, welches Lieblingsstück würdet ihr aufheben oder an ein Museum geben, sodass es für die Nachwelt bewahrt ist. Wir freuen uns über alle Einsendungen. Wirklich jeder ist willkommen, mit einem Bild hier im Ausstellungsraum teilzunehmen und uns die Geschichte hinter dem Lieblingsstück zu erzählen. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf unserer Website, in den sozialen Kanälen und natürlich in der Ausstellung.